dankbar, dass er da so die Initiative ergriffen hat und verstehe das auch, dass er dann auch mal gerne Ablösung und Unterstützung möchte. Okay, wir machen weiter. Wir gehen in die Zuflucht, Bodhicitta. Wir stellen uns vor, dass vor uns im Raum Prajnaparamita ist. Ja? Die Lady, die Weisheit, die alle Buddhas hervorbringt. Und wenn wir das Wort Sangye singen, was ja Buddha bedeutet, dann können wir uns die große Mutter oder natürlich Buddha Shakyamuni oder jeden anderen Buddha vorstellen. Sangye Chedan Sangye Chanam Lan Janjum Badunani Kyapsunji Dagi Jinso Jimpe Senamji Jola Penche Sangye Jompai Sho Sangye Chedan Sangye Janam Lan Chanjom Padu Dani Kyapsunji Dagi Jinso Jipe Senamji Jola Penje Sangye Jompai Sho Sangye Chedan Sangye Janam Lan Janjom Padu Dani Kyapsunji Dagi Jinso Jimpe Senamji Jola Penje Sangye Jompai Sho Semchen Tamje Devan Dang Deven Yunan Demban Jujin Dunan Dan Dunan Jin Judan Java Jujin Duna Meba Deva Damba Damin Java Jujin Nidin Shandan Nidan Javan Tanon Chambola Nemba Juji Semchan Tamja Deva Dan Devin Judan Demba Jujin Duna Dan Duna Judan Java Juji Duna Memba Deva Damba Damin Java Juji Nidin Chandan Nidan Javan Tanon Chambola Nemba Juji Semchen Tamja Deva Dan Deva Yudan Demba Juji Duna Dan Duna Jin Judan Java Juji Duna Memba Deva Damba Damin Java Juji Nidin Chandan Nidan Java Tanam Champola Nempa Juji Pandan Savela Marim Poche Dagin Chivo Benden Den Shola Kaden Champangonen Jesonte Koson Tonging Adom Tsaldosa.
Und wir lassen die Prana-Parameter in uns verschmelzen und erlauben uns, alles, was wir so erleben, mit den Augen der großen Mutter zu sehen. In dieser Weisheit der nicht fassbaren Natur aller Phänomene, also von allen Erscheinungen. Wir spüren natürlich unseren Körper, die körperlichen Empfindungen, und unmittelbar nehmen wir ihre nicht fassbare, fluktuierende, sich wandelnde Qualität wahr. Diese nicht fassbare Natur des Erlebens, die rufen wir uns auch in Erinnerung, wenn Gedanken auftauchen. Wenn wir etwas hören und verstehen. Wir rufen uns die nicht fassbare Natur des Verstehens selbst in Erinnerung. Alles erkennen wir auch die erkennende Person. All dies ist dieselbe Dimension des nicht fassbaren, klaren Gewahrens. Der Prozess des Gewahrseins. Und immer wenn wir uns so daran erinnert haben, dann lassen wir unmittelbar los. Wir öffnen uns in das, was sich dank dieser Erinnerung zeigt. Wir öffnen uns in die Dimension der großen Mutter.
nicht fassbar, wird oft verglichen mit einem Regenbogen. Die Erfahrungen erscheinen deutlich, so wie ein Regenbogen. Und so wie man einen Regenbogen nicht erhaschen kann, nicht erfassen kann, genauso verhält es sich auch mit den Geistesbewegungen. Manchmal ist das Erleben allerdings auch ein wenig so wie Wasser. Wasser ist stärker spürbar als Raum oder Luft, aber auch einen Bach, einen Fluss können wir nicht festhalten. Wir können uns vorstellen, dass wir selbst zu diesem Wasser werden. Unser ganzes Erleben hat diese kontinuierliche Eigenschaft, sich zu zeigen, Wellen zu bilden, Strudel, Strömungen, ohne dass irgendetwas davon je für einen Moment gleich bleiben würde. Gedanken sind wie Zeichnungen im Wasser oder auch wie Zeichnungen am Himmel.
machen bei diesem Meditieren der nicht fassbaren Natur aller Phänomene keinen Unterschied zwischen uns selbst, dem sogenannten Ich, dem Ich-Gefühl und anderen Geistesbewegungen, Erscheinungen. Egal welche Gefühle, Stimmungen, Gedanken, Sinneseindrücke auftauchen. Alles wird auf dieselbe Weise gesehen, wahrgenommen, wie es sich schon im Erscheinen verändert. Wenn unsere Einsicht ganz stark ist, wenn das Weisheitsfeuer kräftig lodert, dann spricht man von Befreiung im Entstehen. Shar Dröl. Shar erscheinen, aufgehen, so wie die Sonne, und Dröl sich befreien. Dann befreit es sich in seiner eigenen Grundnatur.
Vielen, vielen Dank. Ich gehe mit euch kurz mal in den Text, um euch wieder mal zu orientieren, wo wir da überhaupt sind. Das könnte anhand des langen Einschubs vom Herzsutra ein bisschen untergegangen sein. Also meine Fassung hier, die entwickelt sich immer ein bisschen weiter. Wir sind in der großen Passage, mal gucken, was war die letzte Überschrift? Das Bereinigen der Sicht eines persönlichen Selbst. Dann kam das Bereinigen der Sicht eines Selbst der Phänomene. Bei mir ist das Seite 10. Und da sind wir jetzt noch. Und es wird jetzt angesprochen von Dakputashi Namgyal. Bei mir wäre das jetzt Seite 12, bei euch müsste es etwas weiter vorne sein. 7 unten, da steht dort auch dann der nächste Absatz, wir haben es also bloß mit Erscheinungen zu tun, die nicht wirklich existieren. Findet ihr diesen Absatz? Ha? Seite 11, ne? Ja. Wir haben es also bloß mit Erscheinungen zu tun, die nicht wirklich existieren, wie bei einem Zaubertrick. So beschreibt es das Samadhi Raja Sutra, Sutra König der tiefen Meditation. Wisst ihr, das ist da dieses Sutra, auf dem das Mahamudra aufbaut, das Sutra, wo damals Gampopa anwesend war in seiner früheren Inkarnation. Und dort heißt es, Illusionskünstler bringen Formen hervor und erschaffen allerlei Dinge wie Pferde, Elefanten und Kutschen. Doch wie immer sie auch erscheinen, es existiert gar nichts. Mache dir klar, dass es so mit allen Phänomenen ist. Jetzt müssen wir wissen, wenn immer von dieses Wort Existenz benutzt wird, das bedeutet, dass etwas wenigstens für einen Moment existiert, unveränderlich, wenigstens für eine kurze Zeitspanne. Und das geht mit der dynamischen Natur nicht einher. Vor allen Dingen geht es auch darum, dass in unserer Wahrnehmung sowieso alles geistige Wahrnehmung ist. Das kommt noch hinzu. Und Tashinamga fährt fort und sagt, zusammengefasst wird die Meditation der Nichtexistenz von Dingen und Personen als untersuchende Meditation durchgeführt, wie sie im ersten Teil von Stufen der Meditation Bhavanakrama beschrieben wird. Ein Text von Kamalashila. Meditiere das Nicht-Selbst in Bezug auf Phänomene so. Phänomene, also diese Erscheinungen, sind zusammengefasst die 5 Aggregate, die Skandhas. Damit haben wir uns befasst. Angefangen von Körperwahrnehmung bis hin zu Bewusstseinszuständen. Die 12 Sinnesfelder bzw. die 18 Sinnesfaktoren. Das ist Körperwahrnehmung, Hören, Sehen, Riechen, Schmecken und die geistige Wahrnehmung jeweils aufgeteilt in Objekt, Organ und Sinnesbewusstsein. Das gibt zusammen 18. Das sind die Dhatus, manchmal auch als Elemente übersetzt. Oder Ayatanas. Diese formhaften Skandhas, Ayatanas oder Dhatus sind letztendlich nichts anderes als Manifestationen des Geistes. Eigentlich passiert das ja alles im Geist. Denn wenn man sie in ihre kleinsten Bestandteile aufbricht und die winzigen Teilchen Stück für Stück auf ihr eigentliches Wesen hin untersucht, stellt sich heraus, dass sie keine wesenhafte Existenz besitzen und als solche nicht identifizierbar, nicht auffindbar sind. Das alte Beispiel von Nagarjuna, wir haben einen Wagen, eine Kutsche. Ja, wir wissen alle, was eine Kutsche ist. Ja, ein Wagen. Wir können auch ein Auto nehmen heutzutage. Jetzt ist die Frage, wenn wir dieses Auto, diesen Wagen auseinandernehmen, der hat ja viele Teile.
Ne? Wenn wir nur ein Rad abnehmen, haben wir immer noch einen Wagen, aber fehlt halt ein Rad. Wenn wir 2 Räder abnehmen, haben wir immer noch einen Wagen oder eine Kutsche, fehlen halt 2 Räder, wird schon ein bisschen schwieriger. Wo beginnt eigentlich Wagen oder Kutsche zu existieren? Ja? Und wir merken, besteht aus ganz vielen Einzelteilen, die wieder weiter zerlegt werden können. Und es ist einfach unsere Idee von, wie etwas zusammenkommt und kriegt dann einen gemeinsamen Ausdruck. Zum Beispiel mein Körper. Wenn mir jetzt aufgrund einer Erkrankung ein Bein amputiert wird, habe ich immer noch meinen Körper, obwohl ein Bein fehlt. Und obwohl mir schon so viele Zähne fehlen. Es sind immer noch mein Gebiss. Ja? Es ist so, versteht ihr, es ist so Begriffe, Vorstellungen, und wenn man das dann untersucht, lässt es sich in so viele Teilchen unterteilen und es hört gar nicht auf. Man findet kein kleinstes, nicht mehr unterteilbares Teilchen. Also dieses berühmte Atom findet man ja nicht, wissen wir ja, weder in der Wahrnehmung noch in der äußeren Welt. So bewirkt seit Urzeiten die Macht unseres unmittelbaren Verlangens nach geformten Dingen und dergleichen, die doch gar nicht wirklich vorhanden sind, dass uns diese Formen einfach erscheinen wie geträumte Gegenstände in Träumen. Also wir haben einfach richtig Lust, die Dinge immer so in Einheiten zu sehen. Unsere Weltwahrnehmung ist nicht, dass wir, wenn wir rausschauen, jetzt ins Zimmer hier oder in die Natur, wir sehen nicht jede Menge Pixel, so Farben, die ineinander übergehen. Wir sehen lauter Gegenstände. Wir sehen lauter Bäume und Blätter und Menschen und so weiter und sind immer dabei, die Objekte zu sehen und nicht die Übergänge, wir halten uns nicht mit den diffusen Übergängen, den Linien auf, die zwischen den Dingen sind, sondern wir grenzen sie lieber noch ein bisschen schärfer ab, damit wir uns besser orientieren können. Dieser Wunsch nach geformten Dingen zeigt sich im Traum, wusch, taucht das auf mit einer unglaublichen Kraft der Gewohnheit. Naive Wesen erleben das, was letztlich ein kreativer Ausdruck des Geistes selbst ist, als vom Geist getrennte äußere Erscheinungen. Ja? In meinem Geist taucht das auf oder ich sehe, ich erlebe das. Ja? Geist ist hier das wahrnehmende Bewusstsein und das andere, was getrennt erlebt, ist das Wahrgenommene. Wir sind uns nicht so bewusst, dass das derselbe Geist ist. Und das gilt es weiter zu untersuchen. Ja, es ist nicht ein anderer Geist, hat auch keine andere Geistesnatur. Sehen, wenn wir merken, es ist nicht mehr hier ein Geist, der dort was sieht, ja, und die Objekte kommen sozusagen von außen in den Geist oder so wie wir das so normalerweise denken, die Sachen kommen in meinen Geist von scheinbar außerhalb. Bevor sie geistig wahrgenommen werden, können wir nichts über sie sagen. Sie sind im ersten Moment ihres Auftauchens bereits Geist. Das ist ganz wichtig, sich das klar zu machen. Ein Problem, und das ist ja da, wo es dann wirklich wichtig wird, ein Problem kommt nicht von außen in den Geist. Es entsteht innerhalb des Geistes und ist nie getrennt von ihm. Wir können auch kein Problem in der äußeren Welt lösen. Wir müssen es im eigenen Geist lösen. Umsetzungen finden statt, aber es gilt auch nur als gelöst, wenn es im eigenen Geist gelöst ist. Ja? Für alle anderen kann es ja schon gelöst sein, aber wenn es im eigenen Geist nicht gelöst ist, ist immer noch ein Problem. Versteht ihr? Das ist so wichtig. Das macht so einen riesen Unterschied aus, wenn wir bemerken, das ist doch alles der eigene Geist. Doch letztlich sind visuelle Formen und andere Dinge nichts als Manifestationen des eigenen Geistes, beschließt Kamalashila diese Passage.
Und nach der Pause um 5 nach 10 werden wir noch ein wenig in der Schau verweilen, dass alles Geist ist. Das wird unsere nächste Meditation sein. Also wir treffen uns in einer Viertelstunde wieder und dann geht es weiter damit. So, ihr habt euch sicherlich schon vorbereitet, dass es gerade mit der Meditation losgehen kann. Bei diesen Meditationen, die wir jetzt noch machen werden, die nächsten 3 Tage, ist es nicht so, dass es irgendwie noch tiefer gehen könnte. Das ist nicht der Fall. Das, was wir mit dem Herzsutra jetzt schon erlebt haben, das ist von einer Tiefe und ja, jenseits aller Vorstellungen und Begriffe so. Das ist die Natur des Seins und es wird mehr darum gehen, es auszuweiten, ja? Bereiche noch hinzuzunehmen, noch ein bisschen verschiedene Arten der Erklärung hinzuzunehmen und dadurch diese Schau auf mehr Bereiche unseres Lebens anwenden zu können. Okay, wir werden jetzt also wieder eintreten in diese Schau und nehmen uns die letzten Instruktionen als innere so Richtschnur, Leitlinie, als Erinnerung. Da wurde davon gesprochen, dass die Phänomene eine traumgleiche, eine traumähnliche Qualität haben. Damit ist nicht gemeint, dass das, was wir jetzt hier ganz konkret erleben, dass das ein Traum ist. Aber was unsere Verarbeitung all dieser Sinneserfahrung angeht, sind wir tatsächlich dabei, unsere eigene Welt ständig neu zu erzeugen. Das ist unser persönlicher Traum. Mein Traum, dein Traum. Jeder ein bisschen anders. Anders als nachts, verbunden mit konkreten Sinneserfahrungen, manchmal auch sehr wenig verbunden damit, wenn es sich um bloßes Denken oder sogenannte Tagträume handelt. Spekulieren über die Zukunft, spekulieren über die Vergangenheit, das Interpretieren des gegenwärtig Erlebten. All das findet im Geist statt. All das ist Geist. Ohne das, ja, wo wäre die Welt unseres Erlebens? All das ist geistiges Erleben.
wir erinnern uns noch, dass der Geist gar nicht zu finden ist. Es ist Erleben. Punkt. Dynamisch, weit. Wir kommen durchaus ohne den Begriff Geist aus, den brauchen wir gar nicht. Wenn wir so in dem Wissen verweilen, dass alles Geist ist und gleichzeitig auch im Bewusstsein halten, dass der Geist als solcher nicht fassbar ist, nicht zu finden ist, dass er leer von Natur ist, ohne Wesenskern, dann sind wir bereits in der Schau der Prajnaparamita. Was ändert das in meinem Erleben, wenn ich mir hin und wieder in Erinnerung rufe, dass all dies geistiger Natur ist?
dieser kreative Geist. So viele verschiedene Phänomene, die da auftauchen. Bitte achtet darauf, dass ihr den Geist jetzt nicht irgendwie vor euch stellt und ihn anschaut, sondern dass das innerste Selbst, inklusive von dem Gefühl zu meditieren, dem Gefühl Instruktionen umzusetzen, das alles innen drin, ohne Unterschied zwischen innen und außen, das alles ist Erleben.
Wenn all dies im Geist geschieht, bedeutet das, dass unsere geistige Haltung, unsere Ausrichtung, die Gestaltungen, die da so entstehen, maßgeblichen Einfluss haben auf das Erleben. Das Erleben, das alles Geist ist, versetzt uns in die Lage, aktiv zu werden, mitzugestalten, zuzulassen, dass sich Dinge auflösen, Impulse setzen. Alles in dem Bewusstsein, dass auch der Impulsgeber von nicht fassbarer Natur ist. Auch das sind Kräfte, Gestaltungskräfte. Der aufgewühlte Geist ist Geist, der ruhige Geist, der Weite, der Enge, der Erwachte, der Verstrickte. Täuschung ist Geist, Verstehen ist Geist. Der Geist selbst ist nicht zu finden.
Vielen Dank, vielen Dank für das Miteinander meditieren. Lasst uns ein wenig in den Text gehen. Die nächste Überschrift heißt, wie diese Meditation die Sicht fördert. Ich hoffe, ihr könnt sie finden bei euch. Seite 11 unten. Und da gibt es ein interessantes Zitat nach diesem ersten Absatz aus den Wurzelversen zum mittleren Weg, dem Kommentar dazu. Leerheit wird von den Siegreichen gelehrt, um uns von allen Ansichten zu befreien. Sie lehrten auch, dass Leerheit als Sicht nicht zur Vervollkommnung führt. Oh, das müssen wir uns wirklich hinter die Ohren schreiben. Das ist, was leider manchmal passiert, dass sich ein gewisses Verständnis der leeren Natur verselbstständigt und zu einer neuen Sicht wird. Und das wird dann schwierig, denn dann kommt es zu einer Überbetonung des Leeren, nicht Fassbaren, während ja gleichzeitig sich alles gestaltet. Das Gestalten, die kreative Seite, die mitfühlende Seite wird wegrationalisiert, wenn es zu einer Sicht kommt, wo die Leerheit wieder so ein Ding ist. Die Leerheit ist nur die leere Natur. Deswegen, wo immer ich kann in den Mahamudra-Texten, das geht jetzt hier nicht, ersetzt sich das Wort Leerheit durch leere Natur, was uns darauf aufmerksam macht, dass es ja die leere Natur des Erlebten ist, einfach die nicht fassbare, dass es keinen Wesenskern hat. Das heißt aber nicht, dass sie hohl ist, das Erleben. Ja? Bedeutet nicht, dass es das Erleben nicht gibt. Und bedeutet natürlich auch, dass wir vielleicht das Augenmerk stärker auf die Qualitäten richten sollten, die in solch einem freien Erleben dann zu spüren sind. Und die wichtigste, die das alles so zusammenfasst, die nennen wir Mitgefühl, was bedeutet, dass die Dinge keineswegs leer sind, sondern wirken und dass diese Wirkungen spürbar sind und eine Resonanz auslösen und eine Antwort auslösen, sodass auf Fragen auch Antworten kommen, ja? Oder dass auf Situationen eine Reaktion stattfindet, alles voll im Bereich dessen, was eben umso leichter wird, wenn kein Vergegenständlichen stattfindet. Die leere Natur wird nur gelehrt, um unsere Muster, unserer Neigung, alles zu vergegenständlichen, etwas entgegenzusetzen. Dieses Muster aufzulösen. Bedeutet aber nicht, dass die Dinge nicht da sind. Wenn wir sagen, das Leben ist ein Fluss, wir vergleichen mit so einem Fluss, ja, da ist ja was, da findet ja was statt, und zwar mächtig. Okay? Also das Leiden wird nicht wegrationalisiert, die Tatsache, dass da Erleben stattfindet, wird nicht wegrationalisiert, das ist sehr, sehr wichtig. Und dann geht es weiter. Auch der ehrenwerte Atisha sagt, da müsst ihr 3 Zitate weiter nach unten gehen, wer Weisheit, Prajna, Kraft der Übung in geschickten Mitteln kultiviert, wird rasch Erleuchtung erlangen. Das geht nicht allein durch Meditation von nicht selbst. Geschickte Mittel steht für ein in Beziehung treten mit der Welt. Der Oberbegriff für geschickte Mittel heißt Mitgefühl. Ja? Mitfühlen bedeutet ein
ein sich austauschen mit der Welt aus einer Nicht-Identifikation heraus, also ohne den eigenen Vorteil anzustreben. Doch wie finden wir in diese Weisheit verbunden mit geschickten Mitteln? Also Weisheit verbunden mit Mitgefühl. Mitgefühl wird deswegen geschickte Mittel genannt, weil Mitgefühl immer versucht, so immer in der Offenheit ist, das Beste für die Gesamtsituation herauszufinden. Und das sind die geschickten Mittel. Welche Worte könnten geschickt sein, welche Gesten, welche Handlungen. Geschickte Mittel ist die Art und Weise, wie wir uns einbringen in der Welt. Und das ist, wo sich die buddhistische Lehre wirklich krass unterscheidet von anderen Lehren in der Welt, die nur auf die Lehre Natur abheben. Ja? Nur das. Oder das dann auch noch Non-Dualität nennen, das ist schön und gut, das stimmt ja auch. Aber Non-Dualität bedeutet nicht, dass etwas nicht ist und dass nicht Wirkungen stattfinden, sondern nur, dass jemand sich nicht trennt, dass keine Trennung stattfindet zwischen Subjekt und Objekt. Das ist die Non-Dualität, von der wir hier im Madhyamika sprechen. Also, Dashinamga geht dann im nächsten Absatz weiter und sagt, alle Phänomene, Objekte und Subjekte erscheinen nur als wechselseitig abhängig entstanden. Deshalb sind sie nicht einfach bloß leer oder nicht existent. Wenn man die Phänomene zerlegt und analysiert, wird offenkundig, dass sie nicht als jeweilige Eigennatur oder Wesenheit existieren. Aber sie existieren nicht als eine Wesenheit, heißt aber nicht, dass es sie nicht gibt. Ja, das ist das, was dieser Satz gerade meint. Es gibt nichts Bleibendes zu finden, aber jede Menge temporär wirkende Kräfte, die sehr stark sein können. Ja? Ganz wichtiger Punkt. Die Abwesenheit von einem Wesenskern, zum Beispiel in einer Pflanze, bedeutet nicht, dass es die Pflanze nicht gibt, sondern dass alles in der Pflanze in ständiger Veränderung ist und nichts bei dieser Primel bewirkt, dass dort immer eine Primel sein wird, sondern Primel kann sich auflösen, ja, und es gibt keinen Primel-Wesenskern, der irgendwie ewig weitergehen würde. Aber es gibt Primelkräfte, die in die Welt hineinwirken und dazu führen können, dass Primel wieder Primel gibt und wieder Primel gibt und wieder Primel gibt, aber in ständiger Transformation. Okay. Und unten, bei mir auf der Seite unten, schaut mal, ob ihr dieses Zitat findet. Sage weder, dass es leer sei, noch dass es nicht leer sei. Halte es auch nicht für beides oder keines von beiden. Das ist jetzt ein tolles Zitat aus diesem Kommentar zu den Wurzelversen von Nagarjuna. Nagarjuna nimmt jetzt das, was wir normalerweise über Existenz sagen. Sage weder, dass es existent ist, noch dass es nicht existent ist. Auch nicht beides oder keines von beiden. Jetzt nimmt er dasselbe und sagt, bitte tu das auch nicht für die leere Natur. Sei nicht so dumm, jetzt in dasselbe Standpunktverhalten zu fallen, was die leere Natur angeht. Die leere Natur ist keine neue Sicht der Dinge. Sie ist bloß das Demontieren der Sicht von Existenz. Sie ist nicht etwas Neues, was jetzt mehr existiert als der ganze Rest. Die Leerheit gibt es nicht. Es ist nur die Abwesenheit von einem Wesenskern in all dem, was wir so erleben. Also mach nicht aus der Leerheit etwas, was du jetzt bestätigen musst oder verneinen musst oder irgendwie diese Bestätigung und Verneinungen noch miteinander kombinieren.
Kannst dir alles sparen. Fall nicht in den nächsten Fehler hinein. Und dieser Fehler, das klingt jetzt für euch vielleicht ziemlich abstrakt, weil viele von euch hatten noch nicht die Zeit, sich so intensiv darauf einzulassen. Aber wenn ich so die Prozesse in einem 3-Jahres-Retreat und einem 6-Jahres-Retreat und noch länger beobachtet habe und auch immer noch beobachte, dann merke ich, dass regelmäßig die Praktizierenden genau da reinfallen. Ja? Dass sie diese Sichtweisen entwickeln, das ist nicht so einfach erfunden. Das kann man beobachten, dass sich das unserem Verständnis so anbietet, aus der neuen Erkenntnis wieder etwas Dinghaftes zu machen. Okay? Also, das lassen wir natürlich sein. Wir sind ja nicht so. Wir lassen das sein. Eieiei. Und ich gehe noch 2 Zitate weiter, wo es im Satyadhyaya Vibhanga, im Eigenkommentar zum Unterscheiden der 2 Wahrheiten, heißt, von Jnanagarbha, einem großen Meister, deshalb ist das, wie es ist, das So-Sein, ja, weder leer noch nicht leer. Weder existiert es, noch existiert es nicht. Es ist weder nicht entstanden, noch entstanden. Dies und mehr sagt der Bhagavan. Hatten wir nicht gerade gelernt, dass es leer ist? Jetzt sagt er wieder nicht leer. Ha? Fällt er jetzt nicht in dieses Extrem? Nein, er fällt nicht in eine dieser extremen Anschauungen, sondern er sagt uns, Bursche, Mädchen, hör mal auf damit, alles irgendwelchen Kästchen zuzuordnen. Spür doch mal hinein, was es bedeutet, wenn so abhängig entstehendes Erleben in seiner nicht fassbaren Qualität erfahren wird. Keine Schublade passt. Lass es sein mit den Schubladen. Leere Natur ist keine bessere Schublade als existent. Und auch die Verneinung davon ist keine bessere Schublade. Lass es doch endlich mal sein. Ja? So. Vielleicht ist es dir möglich, dich einzulassen auf ein So-Sein, was nicht weiter beschrieben wird. Das Verzichten auf Beschreibungen. Oh, Verzichten auf Standpunkte. Weil für eine Beschreibung braucht es immer einen Standpunkt. Um etwas beschreiben zu können, ja, müssen wir uns trennen davon, um es benennen zu können. Es ist halt so. Lass es doch einfach sein. In Tilopas berühmten Vajra-Gesang, nein, ich bin jetzt, Entschuldigung, dass ich jetzt gerade Saraha, den ich meine, in seinen Dohas, da nennt er es einfach das. Er spricht nicht mal von so sein, aber nur das. Ja? Das ist so das Vageste, was man so an Wort nehmen kann. Verweile im Das. Ja, das. Okay? Einfach, um nicht eine neue Tüte aufzumachen. Wir wollen die Wirklichkeit nicht eintüten. Anderes Wort für in Schubladen stecken. In diesem erstaunenden Sein aufgehen. Ist ja toll. Wir brauchen gar keine Tüten, dann brauchen wir auch keine Tüten zu recyceln. Das ist wunderbar. Dann sind wir endlich frei von diesen ganzen Philosophieren über die Natur des Seins. Ja. Darum geht es jetzt hier. Und darum werden wir uns sicher nach der Pause kümmern. Nicht wahr? Wir werden allerdings, ich nehme noch 1 oder 2 Fragen vor der Pause, damit es nachher nicht so viel wird. Wer wird sich denn da gerne melden für eine Frage? Sebastian hier im Saal. Okay, du bist der Erste.
Und dann darf noch jemand Zweites kommen. Und dann ist gut und dann gehen wir in die Pause. Eine ganz kurze Frage nur. Die Zitate jetzt in dem Abschnitt, ist das noch Madhyamika oder wird das schon zum Chittamatra oder Yogacara? Guck mal, das ist jetzt eine Überleitung aus dem klassischen Madhyamika. Das ist jetzt noch Madhyamika und es leitet jetzt schon über. Es sind etwas spätere Zitate, die hinüberleiten in die Yogacara-Sicht. Ja? Also spätere Meister. Wenn du aber jetzt bei einigen dieser Kommentare ist es noch ganz frühes Madhyamika und andere sind schon später. Weil es ist natürlich allen aufgefallen, dass diese nihilistische Sicht bei Menschen, bei Yogis, Yoginis aufgetreten ist und die zusätzlichen Erklärungen, jetzt nicht in das nächste Extrem zu fallen, die kamen sehr, sehr schnell. Ja? Okay. Und gibt es eine zweite Frage oder gibt es keine? Okay, dann gehen wir in die Pause. Ich habe keine gesehen, oder hast du im Chat eine gesehen, Tobias? War eine? Ja. Nagadakini. Da ist sie ja. Genau. Hallo. Ich habe in den letzten beiden Meditationen nicht groß gekämpft, klein gekämpft oder immer wieder so kleine Fragen. Wie mache ich das? Bei der ersten war das mit der Shauda Prajna Paramita. Ich saß einfach so meditierend, atmend irgendwie. Da war nicht Ja, so. gut. Und ich habe so gespürt und dann sagtest du, ja, jetzt können wir die Schau der Prajna Paramita einnehmen. Und dann entstand eben die Frage, was ist die denn jetzt, wenn ich einfach so sitze? Und dann fragte ich mich, sollte ich jetzt in die leere Natur des Atems schauen, weil den habe ich dann deutlich gespürt und dachte ich mir, ja, irgendwie war ich da so ein bisschen, das ist sozusagen, sage ich mal, ein Beispiel, das war in der zweiten auch nochmal so, dass ich da so, was heißt das konkret? Das hört sich so... Ja, ich bin ganz glücklich. Dieses Suchen, was du gerade so beschreibst, das führt dich zu den Ahnungen, was es sein könnte und was es nicht sein könnte. Ja? Und es ist nicht ein Etwas, es ist nicht eine festgelegte Sicht, sondern es ist dieses Aufgehen im Erleben, ohne noch irgendetwas benennen zu müssen, eintüten zu müssen. Ja? Dass deine Ahnung von dem, wie du dann meditierst, wenn du in der großen Mutter unterwegs bist, die wird immer feiner werden. Die wird sich mit deinem wachsenden Verständnis, das intellektuelle Verständnis ist schon mal, das kannst du schon ausdrücken zum Teil. Dann gibt es ein ahnendes Verstehen, was noch subtiler ist. Und dieses ahnende Verstehen, das wird sich immer weiter entwickeln, und mit der Zeit sogar auch die Möglichkeit erzeugen, etwas auszudrücken. Aber darum geht es nicht, sondern es ist diese Ahnung, wie frei du sein könntest. Zum Beispiel jetzt wäre der nächste Schritt bei dir gewesen, der war es wahrscheinlich auch, dieses subtile Suchen und so ein bisschen leicht kämpfen, wie du es genannt hast, zu wissen, die große Mutter, die kämpft bestimmt nicht. Ja? Die ist bestimmt völlig entspannt, was das Sein angeht. Ja? Und dann dich da einzutunen. Ja, das war so. Ich habe es dann irgendwie immer wieder schnell losgelassen und fragte mich dann halt, kann es das sein? Einfach bloß sitzen? Und, also, ja, genau, das war so das. Also wahrscheinlich fehlt ja noch dieses Vertrauen und dieses Feinere, weil es fühlte sich dann, wenn ich in Fragen kam, so schrecklich grob an, wie so ein Klotz. Ja, das ist richtig, das ist so grob. Genau. Und tatsächlich ist es ja auch einfach dieses Sein. Es ist halt dieses Sein, ohne in den ganzen Mustern gefangen zu sein. Das ist ein Sein, was tatsächlich frei ist, wo wir nicht in unseren karmischen Projektionen und Mustern und so unterwegs sind. Und wie ist das? Wie ist das? Ja, das ist so die ständige Herausforderung in der Praxis. Wie ist es? Wo
wo geht es noch ein wenig freier? Ja? So, und dieser Ahnung, der folgst du weiter. Ja, gut. Also, wir machen jetzt eine Viertelstunde Pause. So, 11:05 geht es weiter etwa. Du bist schon live. Ich bin schon live? Das ist ja ein Ding. Und ich sehe mich gar nicht und bin schon live. Das hat was mit der leeren Natur zu tun. Und jetzt ist die Fülle. Ja, wunderbar. Also, ich begrüße euch wieder. Dritte Runde heute Vormittag. Wir werden gleich meditieren, klar. Und der logische nächste Schritt, ne, ist doch, nach der leeren Natur die Fülle zu meditieren. Ist doch logisch. Wir haben es eben darauf abgesehen gehabt, so alles als Geist zu erkennen und Geist in seiner leeren Natur, das Erleben in seiner leeren Natur. Und jetzt werden wir die Betonung ein wenig darauf legen, wie alles abhängiges Entstehen ist. Weil das zu sehen, wie alles miteinander wirkt, ja, das ist die Korrektur dafür zu denken, es wäre nur leer. Ja? Leere Natur ist immer da, aber tatsächlich entstehen die Dinge. Es entsteht. Wir haben jetzt gerade eine mächtige Gartengestaltung hier erlebt. Ne? Bagger ist abgefahren heute Morgen und wir haben eine neu gestaltete Terrasse. Wir haben um die Fundamente herum für den Fluchtsteg wieder aufgefüllt. Es ist ein neuer Parkplatz entstanden und wir haben sogar noch die Findlinge verräumt. Also es ist sehr viel abhängig entstanden. Abhängig von unglaublich vielen Faktoren. Das kann man gar nicht aufzählen, wie viele Faktoren da eine Rolle spielen. Ne? Und damit lade ich euch jetzt ein, wieder in die Meditation zu gehen. Wir müssen immer, das ist immer so, ja, das ist der Kompromiss bei so gemeinsamen Meditationen, die angeleitet sind. Da kommt ja immer so ein bisschen ein künstlicher Touch rein, weil ich euch mit ein paar Sätzen auf etwas aufmerksam mache. Auf etwas aufmerksam mache, was eigentlich ganz offenkundig ist. So. Und lasst euch also davon nicht stören. Wir gehen jetzt wieder ins einfache Sein. Und wir bauen quasi darauf auf, dass wir schon verstanden haben, dass alles Erleben geistiges Erleben ist. Und wir würden jetzt in die Fülle gehen. Bedeutet, wir freuen uns, wie vielgestaltig unser Erleben ist. Und da sind offene Sinne ganz, ganz wichtig. Also erstmal, vielleicht richten wir die Aufmerksamkeit darauf, wie viel wir körperlich empfinden können. Wie viel es zu sehen gibt, wie viel es zu hören gibt und wie unglaublich viel wir denken können. Das ist jetzt natürlich erstmal einfach Quantität. So unendliche Vielfalt.
Und egal, wo wir jetzt die Aufmerksamkeit gerade haben, in welchem Sinnesfeld, wir können uns anhand von Einzelheiten bewusst machen, wie jetzt dieses Körpergefühl zum Beispiel im Gesäß, wie das abhängig entsteht und sich abhängig von Bedingungen verändert. Wie ein Geräusch abhängig entsteht und sich abhängig von Bedingungen verändert. Wie sich Sehen abhängig von Bedingungen einstellt, abhängig von Bedingungen verändert. Wie Denken sich abhängig von Bedingungen entwickelt, Fühlen, Stimmungen. Okay, und ich lasse euch das jetzt für eine Weile selber erforschen und eigentlich braucht es nach dem Erforschen oder mit dem Erforschen braucht es nur eigentlich so ein Zulassen. Wir öffnen uns einfach dafür, wie es ist. Alles so in wechselseitiger Bedingtheit. Dass die Sonne gerade stärker scheint, ist abhängig von Bedingungen. Wie das auf meinen Geist wirkt, im Geiste sich zeigt, ist abhängiges Entstehen und.
abhängig entstehende Sinneserfahrungen, abhängig entstehendes Verarbeiten von Sinneserfahrungen. Und ein wichtiger Faktor darin ist, wo die Aufmerksamkeit verweilt. Wo die Aufmerksamkeit verweilt, dort wird das Erleben intensiver. Und dort werden die gestaltenden Kräfte aktiv. Wenn die Aufmerksamkeit bei etwas Angenehmem verweilt, mag zum Beispiel Freude entstehen oder Dankbarkeit. Das kann zu weiteren Gedanken oder Stimmungen führen. Wenn ihr jetzt die Aufmerksamkeit wieder ganz stark auf die leere Natur des Erlebens richten würdet, dann merkt ihr, wie sich vielleicht auch die Stimmung ändert. Während vorher vielleicht die Fülle des Erlebens so im Vordergrund war, wenn jetzt die leere Natur so im Vordergrund ist, dann ist beim Meditierenden oft eine andere Stimmung, als würde sich etwas zurückziehen aus dem Erleben. Das ist der Schleier einer projizierten Leerheit. Schaut doch mal, ob es möglich ist, in die Fülle des Erlebens zu gehen und zugleich in der Fülle die Freude und die leere Natur der Freude zu erspüren. Dass alles von leerer Natur ist, während es solch eine Vielfalt zu erleben gibt und die Freude, das alles zu erleben, das Gewahrsein ganz offen, unbehindert, ohne Stress, voller Freude.
wahre Natur des Erlebenden wie auch des Erlebten in der Fülle des Seins. So nähern wir uns schon immer mehr an das, was so die Schau der großen Mutter sein könnte. Ne?
Die schaut bestimmt nicht nur auf die leere Natur, die erlebt auch die Fülle und da ist ein offenes Herz, ja, das offene Herz schwingt, es schwingt mit allem, es durchdringt alle Phänomene und das würde hier bedeuten, es durchdringt alles Erleben von allen Lebewesen. Wow, ja, das wäre so, wow, keine Trennung zwischen sich und anderen aufbauend. Alles erleben, egal wie schwierig in dieser Welt, egal wie schön, alles durchdrungen von diesem weiten Herzensgeist. Also, vielleicht könnt ihr euch für eure eigene Praxis merken, das sind so die Stichworte, aus dem Existenzglauben in das Gewahrsein der leeren Natur zu gehen, dieses Gewahrsein der leeren Natur mit dem Gewahrsein der wechselseitigen Bedingtheit, also der Fülle, dem Gewahrsein der Fülle zu verbinden. Fülle, die ihrerseits als auch wieder dann von leerer Natur erkannt wird. Das ist ganz leicht zu verstehen, wenn wir sehen, dass hier alles wechselseitig abhängig entstehend ist. Diese wechselseitige Abhängigkeit ist ja genau der Ausdruck der leeren Natur oder ist das, warum wir sagen, die Dinge sind von leerer Natur. Also dass ihr diese Verknüpfung macht, immer wenn ihr im Festhalten seid euch bewusst, dass da gar nichts zum Festhalten ist. Das ist das, was mit Abwesenheit von einem Wesenskern gemeint ist. Das es aber auch nicht bedeutet, dass es da nichts gibt, sondern dass es dynamisch entsteht, sich gestaltet und dann wäre der vierte Schritt, dass in diesem abhängigen Entstehen, in diesem dynamischen Gestalten, wir ja mitgestalten können. Also wir, in Anführungsstrichen, diese Kräfte in uns, der Weisheit, des Mitgefühls, nennt sie wie ihr wollt, die können mitgestalten. Die erste Gestaltungsmöglichkeit, die wir haben, ist, wohin wir unsere Aufmerksamkeit richten. Also das Interesse und das Richten der Aufmerksamkeit. Und dort in dem Bereich, wo wir mit unserer Aufmerksamkeit verweilen, dort können wir weitergestalten. Das sind so die Schritte in die Freiheit, könnte man sagen. Aus dem Gefangensein in etwa in der Trennung, wo wir denken, ich selbst und anderes sei real existent, gehen wir in ein Gewahrsein, das weder Erlebender noch Erlebtes Substanz hat. Merken, wie sich dieses Erleben in seiner Fülle, in seiner Vielfalt durch Bedingungen gestaltet. Und einige dieser Bedingungen können wir beeinflussen, indem wir das Interesse in die Bereiche richten, wo wir unsere Aufmerksamkeit halten wollen und dort dann auch noch bewusst mit heilsamen Geistesfaktoren weitergestalten. Damit habe ich jetzt schon eine Brücke gebaut, nicht? Das hat schon einen Mahamudra-Touch, ist aber immer noch Madhyamika, Yogacara, ja? Das ist nicht getrennt von Mahamudra. Sucht nicht nach einem Mahamudra getrennt von, sucht nicht nach einem Yogacara getrennt von Madhyamika. Ist nicht zu finden, gibt es nicht. Ne? Dieses Verständnis ist ein Verständnis. Nur hat sich die Sprache im Laufe der Jahrhunderte halt weiterentwickelt. Die Madhyamika-Sprache war die Sprache des 2., 3. Jahrhunderts nach Christus. Yogacara-Sprache so ab dem 4. Jahrhundert. Ja? Und Mahamudra hat sich gleichzeitig entwickelt. Die ersten Mahamudra-Unterweisungen sind auch im 2. Jahrhundert. Ja? Und dann wurde Mahamudra immer stärker und wurde die dominante Ausrichtung, die dann die ganze tantrische Bewegung inspiriert hat. Okay, wieder Raum für
Fragen. Nicht, dass ich euch zu schnell vorgehe. Der Sebastian hat wieder eine Frage. Der ist immer flott. Der weiß immer schon, dass er eine Frage hat, während die anderen sich erst daran gewöhnen müssen, dass jetzt gerade wieder... Ist das eine Meldung? Okay. Thomas Ja, auch und hier Susanne und Ruth sind auch wieder mit im Spiel. Jetzt tauchen die Fragen langsam auf. Wir kamen in der Meditation eine Frage, da wollte ich einfach mit dir checken, ob du dem so zustimmen würdest. Kann man sagen, dass der Schritt vom Shamatha Vipassana zum Mahamudra zentral darin besteht, dass man die ichhafte Kontrolle der Meditation loslässt? Ja, das kannst du so dass sagen. man nicht mehr bestimmt, also dass ich nicht mehr bestimmt, wer hat den Fokus, wo meditiere ich, welche Faktoren, sondern du lässt es völlig den Prozess und dass dieser Kontrollverlust auch das Ich sozusagen öffnet. Ja, jetzt muss ich noch ein bisschen mehr differenzieren. Also tatsächlich Geistesruhe, darin kultivieren wir Einsichten, die führen zur Einsichtsmeditation Vipassana. Das eigentliche Verweilen in der Einsicht, das ist dann Mahamudra, das ist das echte Vipassana. Nur, was du jetzt beschreibst, ist schon, wie Praktizierende das Mahamudra-Verständnis mit hineinnehmen in ihre Praxis von Geistesruhe und Einsicht. Und da ist der dominierende Aspekt tatsächlich mehr und mehr ins Vertrauen zu gehen, was uns ermöglicht, die Kontrolle loszulassen. Und wir greifen nur so viel ein, wie es das wirklich braucht. Das heißt, Mahamudra ist die Kunst der minimalen Anstrengung. Also zu wissen, wann muss ich überhaupt in meiner Meditation ein wenig lenken, weil ich mich sonst in meinen Mustern verfange. Wir überlassen es also nicht unseren Mustern, die Meditation zu übernehmen, sondern dieses Kontrollaufgeben, das ist ein Kontrolleaufgeben in Richtung der Grundnatur unseres Seins, nicht in Richtung der Muster. Wenn die Muster dominieren und sich nicht entspannen, obwohl wir alles tun, um zu entspannen, aber sie entspannen sich doch nicht, dann müssen wir wieder ein bisschen lenkend eingreifen. Also so weit, so gut. Das ist praktisch der Reinigungsprozess, dass ich an dem Punkt komme, dass wenn ich loslasse, die Grundnatur übernimmt, nicht die Muster. Ja, das ist der Reinigungsprozess. Und jetzt gehen wir zunächst mal zu Ruth und Susanne. Eine von beiden wird es wohl sein. Ja, so ist es. Gut ist es. Ich würde gerne einen kleinen Knoten in meinem Kopf lösen, eine Schublade leeren. Du, Ruth, komm ein bisschen näher zum Mikrofon, dann hören wir dich noch besser. Okay, also besser jetzt? Ja, wird besser. Also, ich habe so einen kleinen Knoten im Kopf. Und zwar hänge ich an dem Begriff Mitgefühl. Also Prajna Paramita ist ja, oder ist die große Mutter, ist das große Mitgefühl Bodhicitta. Und das an sich gibt es ja auch nicht, sag ich mal. Es ist eine Qualität von einem Erleben. Und ich frage mich, also es gibt ja viele heilsame Qualitäten von Erleben, also die ich zumindest, also ja, bei allen bestimmt Freude, Liebe, Hingabe, whatever. Und jetzt frage ich mich, ist Mitgefühl wie der Oberbegriff von allem? Oder wie kann ich das einordnen? Okay, ich glaube, also ich erahne, was du so meinst. Ich glaube zu verstehen. Ja, du kannst erwachtes Mitgefühl, wohlgemerkt, ein kleines Adjektiv tun wir noch dazu, erwachtes Mitgefühl kannst du als Oberbegriff nehmen, für alles. Das ist eigentlich synonym zu befreiender Weisheit. Prajna Paramita bedeutet ja die Weisheit, Prajna, die zum anderen Ufer führt, die hinüberführt. Ja, deswegen Gatte, ja, also hinüberführt. Und da sind Weisheit und Mitgefühl untrennbar. Deswegen darfst du das dir gerne als
als Mitgefühl übersetzen. Die große Mutter ist für mich auch tatsächlich diese mitfühlende Präsenz. Und jetzt haben sich diese Frage, die du dir gestellt hast, damals die Menschen, die Yoginis auch gestellt. Und das hat zu diesem Begriff geführt, Erkennen der Leerheit mit dem Herz von Mitgefühl. Das ist der technische Begriff für diese Erkennen der leeren Natur, in der das Mitgefühl voll und ganz aufgeht. Also es geht, damit wollten sie wohl beschreiben, dass dieses Erkennen der leeren Natur kein Rückzug ist aus der Resonanz, sondern ein sich ganz und gar öffnen in dieses verwobene Sein, was Thich Nhat Hanh so als Intersein beschrieb. Ja? Das ist Mitgefühl. Mitgefühl und Intersein und befreiende Weisheit, die meinen dasselbe. Ja? Das kannst du so, wenn du das miteinander denkst, wirst du es ein bisschen leichter haben. Ja, super, vielen Dank. Okay. Darf ich auch noch was fragen, Tilman? Ja, wenn du schon da bist, Susanne, dann leg mal los. Ja, ich bin soweit da. Stellst du sie mir groß, Tobias? Die sitzt nämlich ein bisschen weiter hinten. Ich kann auch nach vorne kommen. Ja. Ich kann mich ja bewegen. Ich habe irgendwie plötzlich die Frage gehabt, wenn es heißt doch immer, dass die Erwachten, die vollkommen Erwachten, sich nicht mehr manifestieren müssen. Das wird doch so gesagt, ne? Ja, was ist das dann? Dass die karmischen Kräfte des Werdens, diese Werdekräfte, die haben sich erschöpft. Sie sind nicht gezwungen, Manifestation anzunehmen. Aber die können Bodhisattvas werden, wenn dann Bodhicitta-Kräfte wach werden, die übernehmen dann die Funktion, wie die sonst die Werdekräfte übernehmen. Die haben auch, diese Bodhicitta-Kräfte haben auch die Möglichkeit, eine Manifestation dann hervorzubringen. Okay, und wenn jetzt alle Wesen erwacht wären? Dann machen wir eine Party. Ja, aber wer macht dann eine Party? Ja, das sind lauter Niemands, die dann eingeladen werden, ja. Weißt du? Ja. Das ist eine komische Idee, oder? Das ist so dieses Sein und Nichtsein. Wieso? Damit hing ich in der Meditation. Ja, da warst du aber ganz, ganz schön im spekulativen Denken unterwegs. Ja. Weißt du, da würde ich mal sagen, bis es dann soweit ist, haben wir vielleicht auch eine Antwort darauf. Okay. Ja, weil bis so alle Lebewesen befreit sind, das ist ja so ein Ding, weißt du. Ja. Ich weiß nicht mal, ob die Anzahl Lebewesen irgendwie begrenzt ist. Ich glaube, das ist nur so eine Idee, bis alle Lebewesen befreit sind, einfach um das Herz immer offen zu halten fürs nächste Lebewesen, was kommt. Ja, was im Geist auftaucht. Ich habe ja gar keine Ahnung, ob es da irgendwie eine Quantität gibt oder ob die sich vielleicht auch immer weiter vermehren. Keine Ahnung. Ja, will auch keiner darauf antworten, weil das alles so es ist unser konzeptueller Geist, der das wissen möchte. Ja. Ne, dieses sich für alle öffnen ist wirklich, dass wir niemanden ausschließen und für jede Situation offen sind. Und damit gehen wir weiter. Und Party machen können wir auch jetzt schon. Ne? Danke. Okay, gut. Jetzt nehme ich erst den Manuel und dann kommt hier der Thomas im Raum. Ja, hallo, grüß dich. Grüß dich. Und zwar, ich muss mich jetzt outen, ich habe mich sehr stark schon letztes Jahr in die große Mutter verliebt, wo ich das erste Mal das Mantra gehört habe. Das ist mir so reingeschossen und seitdem trägt mich das. Das ist wunderbar. Om Gate Gate, Paragate, Parasamgate, Bodhisattva. Ja, also jetzt hier mal reingesprochen, schön, das Mantra nochmal zu hören. Na, ich doch nur. Oh, Scheiße. Das ist ein deutsches Mantra, das benutzen wir nicht so oft.
Also, Hans, Hans ist wieder stillgestellt. Gut, okay. Meine Frage wäre eine praktische Frage. Jetzt in der letzten Meditation mit diesem Hineingehen in die leere Natur der Phänomene und in die Offenheit, also sozusagen den Schoß der großen Mutter. Das wäre so ein bisschen mein innerer roter Faden, dass ich sage, ich möchte mich da gern komplett reinlegen. Ja. Wo ich deinen Ratschlag für uns wünschen würde, wäre, was kann ich denn tun, um innere Impulse einfach zu entspannen? Also ich habe bemerkt, dass plötzlich bin ich in meiner Arbeit und plötzlich bin ich beim Einrichten im Auto und ich kann es dann oft gar nicht zurückverfolgen, wie ich dann reingekommen bin in dieses Greifen, in diesen Illusionieren, in dieses Spielen. Ich kann es zwar loslassen, aber es dauert nicht lange, bis ich wieder drin bin. Wie kann ich diesen Impuls entspannen? Du brauchst es also nicht zurückzuverfolgen. Das ist schon mal das eine. Das machst du nur, dieses Zurückverfolgen machst du nur, wenn du mal rausfinden willst, warum sich etwas wiederholt. Dann willst du so ein bisschen schauen, welche Muster an welcher Stelle angesprungen sind. Ja, das ist so ein emotional therapeutisch-analytisches Vorgehen. Ja, das brauchst du sonst nicht. In dem Moment, wo du es merkst, bist verstrickt und dann gehst du direkt wieder in die Öffnung und es löst sich. Das wäre so das Direkte, das Direkteste, dich direkt wieder in den Schoß der großen Mutter legen. Ja? Ja, also, oder die große Mutter sein. Ja? Tatsächlich ist der Ausdruck für Garba, der Ausdruck für Schoß ist Garba. Und Tathagata Gaba ist dann der Ausdruck geworden für Buddha-Natur. Ja, also du bist da ganz nah dran an etwas. Ja? So. Und immer wenn du merkst, du bist verstrickt, erinnere dich wieder, dass es noch eine andere Möglichkeit gibt. Und du gehst dann sofort hinüber in diese andere Möglichkeit. Ja. Dann bin ich eigentlich im Großen im richtigen Dampfer. Denke ich schon. Das heißt, wenn ich diesen Prozess jetzt weiter kultiviere, wird irgendwann die Impulse deutlich ruhiger und der Prozess geht dann subtiler sozusagen. Das ist richtig, ja. Und ich möchte auf etwas hinweisen, was für dich auch wichtig werden dürfte. Ich weiß nicht, ob du jeden Tag dabei sein konntest. Wir haben zu Anfang mal den ersten Tag über den Durst zu denken gesprochen. Kannst du dich noch erinnern? Ja, dieser Wunsch, dieser Durst zu denken, den würde ich dir empfehlen, ab und zu mal anzuschauen, hineinzuspüren, wo dieser Wunsch immer entsteht, immer sich mit noch was zu befassen, noch was hervorzubringen. Also dass du im Grunde genommen ein bisschen an die Wurzel der neurotischen Kreativität gehst. Ja? Kreativität des Geistes ist alles, aber da haben wir jetzt so eine, ja, dass wir da merken, da ist eine Zwanghaftigkeit. Das hilft wirklich. Da brauchst du nicht zu analysieren, welches Muster, sondern du gehst an die Wurzel all dieser Denkmuster. Ja. Wenn du dem ein bisschen Aufmerksamkeit schenken könntest, das wäre gut. Super, danke. Okay, also ich sehe euch, Lila und Andi und Magdalena. Jetzt habe ich es dem Thomas aber versprochen, dass er drankommt. Aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Ja, vielleicht wurde die Frage schon bei Sebastian beantwortet. Ich habe Mühe, die Frage zu formulieren. Als du vorher am Schluss noch erklärt hast, habe ich mir aufgeschrieben, findet das Gestalten statt? Der nächste Satz, den du gesagt hast, können wir weiter gestalten? Ich dachte, okay, wie jetzt? Ja. Rezeptiv, aktiv, wo ist die, irgendwann geht es ja in sowas rüber, wo ich mich hingebe. Ja. Und das ist noch schwierig zu unterscheiden, ist jetzt eine Blockade da, wo ich mich selber dann blockiere, auch wieder Aversion und es wirklich
klar, weiter forschen, ich weiß. Aber vielleicht kannst du Ja, zu dem was sagen. Das ist auch ein Dilemma für mich beim Unterrichten. Ich merke das, wenn ich dann so sage, wir gestalten, du kannst da wieder gestalten und so. Das ist die umgangssprachliche Ausdrucksform. Wenn ich es so ausdrücken würde, wie es im Erwachen passiert, dann würde ich ständig von diesem spontanen Gestalten aus der Resonanz heraus sprechen, was absichtslos stattfindet. Aber ich finde das ein bisschen arg weit, das ist sehr weit, wie soll man sagen, da muss man schon sehr erwacht sein, dass dieses spontane Gestalten so übernimmt und wir nicht mehr davon sprechen können, dass ein Ich gestaltet. Wir sind ja alle in diesem Prozess jetzt noch des dualistischen Meditierens und Gestaltens und dann dürfen wir ruhig davon sprechen, ich gestalte, während wir uns bewusst sind, naja, das werden Ich noch nie gefunden haben. Ja? Also das ist ich helfe mir da, die Dinge etwas leichter auszudrücken. Tatsächlich ist es so, dass mehr und mehr, wenn wir so ankommen in diesem nicht jemand Bestimmtes sein, so ohne Mittelpunkt unterwegs sein, dann erleben wir das mehr und mehr, dass dieses spontane Gestalten stattfindet. Und merken, dass wir auf diese Kräfte des Vertrauens und der Hingabe, so wie du es ausdrückst, und Hingabe auch ans Sein, Hingabe an die Lebewesen, nicht nur Hingabe an die Gurus, sondern ja, dass wir auf diese Kräfte der Hingabe vertrauen können, dass die gestalten, die übernehmen dann. Ja? Also damit wollte ich dir ein bisschen so eine Unterstützung geben. Mal spreche ich in dem Sprachlevel etwas unsauber und dann bin ich wieder ein bisschen näher an so einer Ausdrucksweise, die man besser vertreten kann. Aber für uns Normalsterbliche, da dürfen wir schon von Ich und Wir sprechen. Wir müssen uns das nicht antun, irgendwie von uns zu verlangen. Wir wären in diesem spontanen Gestalten. Jetzt darf die Antje noch mal ganz kurz reinkommen und dann gehen wir zu Andi danach. Das ist eigentlich im Anschluss jetzt an die Frage von Thomas. Kann man sich so vorstellen, ist schon irgendwie nicht gut angefangen, die Frage. Ich erlebe es manchmal, wenn irgendein Knoten ist und ich mich weit genug entspannen kann, dass sich dann so ein Gefühl, ich kann es gar nicht benennen, also ich würde es nur im Nachhinein wie sich rein entspannen, von einer Antwort ablassen, Vertrauen. Und meine Erfahrung ist es immer mal wieder, dass dann irgendwann, also ich warte gar nicht auf eine Antwort, aber ich weiß aber, ich muss mich nur entspannen und vertrauen. Und irgendwann wird es klar werden. Ja. Ja, ich kenne die Erfahrung und vertraue auch darauf, dass es fast regelmäßig so ist. Dass wenn wir loslassen, entspannen können, ins Vertrauen gehen, nichts weiter suchen, nicht mal nach Antworten suchen, dass sich tatsächlich eine Klarheit zeigt, die sogar Lösungsmöglichkeiten aufzeigt. Ja, das ist ein Prozess, mit dem viele von uns, glaube ich, unterwegs sind und der recht verlässlich ist. So könnt ihr das machen. Ja? So zeigt sich auch diese absichtslose Dimension, die zeigt sich da schon. Ne? Okay, dann bist du jetzt, Andi. Dich sehe ich schon im Bildschirm. Okay. Ja, hallo, Tillmann. Grüß dich, schön dich wieder mal zu hören und zu sehen. Ja, gleichfalls. Vielen Dank für die Belehrungen. Die sind wirklich eine Quelle der Inspiration. Ich wollte dir auch sehr danken, dass du heute das mit der Fülle angesprochen hast. Ich habe mich lange mit Leerheit befasst, viele, und da neigt man dann immer zum Nihilismus. Irgendwann ist die Gefahr da groß und man
wird dann mehr verwirrt. Ich hatte dann irgendwann eine Abneigung gegen den Begriff entwickelt, weil ich nicht wusste, wann man Leerheit als Begriff richtig einsetzen sollte und wann eben nicht. Und mir hat eine Erfahrung geholfen, in der Phänomene der eigene Körper auch erscheint als leuchtend, ohne Identität, raumähnlich, ich würde schon sagen transparent. Ich konnte nur lachen über die Vorstellung, dass ein Tisch solide ist und alles andere auch. Und mir fiel auf, dass die Phänomene, wenn sie erscheinen, gar keine Eigenschaften haben. Also ich habe so erlebt, es war völlig ohne Eigenschaften und sie waren viele, aber sie haben alle etwas ausgedrückt, das ich gar nicht beschreiben kann. Es war nicht solide, es war nicht wirklich und da war kein Zweifel und es waren auch keine Gedanken da, ist das jetzt nicht echt, ist das echt oder irgend sowas, da war überhaupt nichts davon, keine solchen Prozesse da. Und ich hatte da wie die Gewissheit, dass dies der Weg der Bodhisattva ist, dass alleine im Verweilen in diesem Zustand alle Verschleierungen klärt, ohne weiteres Zutun. Das war der Eindruck, den ich daraus hatte. Und das mit der Fülle, ich könnte dieses Erleben nur beschreiben als das Leben selbst, die Quelle von allem, die völlige Fülle, ohne dass es gegenständlich wäre. Ja, das ist ein guter Ausdruck, das einfach das Leben zu nennen. Ja, ja und du bringst das so gut rüber, du inspirierst einen in diese Richtung und all diese Probleme, die man hat aus der dualen Sicht, existieren ja da gar nicht. Der Zustand ist absolut perfekt, jenseits von Vorstellung von perfekt oder unperfekt. ja. Er ist so direkt, so natürlich, dass er einfach überwältigend ist. Und wenn man vorher Ängste hatte, unbewusste oder bewusste, dass diese Leerheit ein Verlust wäre oder ein Nichts oder irgend sowas, diese Probleme existieren gar nicht in diesem Zustand. Die sind schon gelöst. Es braucht nicht mal eine Lösung, sie sind gar nicht da, sie erscheinen nicht. Ja, Andi, das stimmt. Und ich danke dir einfach fürs Teilen. Es ist immer gut, das auch von jemandem anders zu hören, ne? Wie du das erlebt hast. Und tatsächlich deine Gewissheit, dass der Bodhisattva-Weg da lang geht, die kann ich weiter bestätigen. Du brauchst keine Bestätigung, aber geh diesen Weg weiter. Da genau geht's lang. Und vielleicht sollten wir tatsächlich uns angewöhnen bei dem Wort leer, ich habe es jetzt ja heute stark benutzt, ich habe sonst immer von dem Nicht-Fassbaren gesprochen, um es ein bisschen zu vermeiden. Ja? Und vielleicht sollten wir bei dem Wort leer immer gleich die Fülle mitdenken, die leere Fülle. Ja? So, dass wir nicht in so einem Loch landen, ja? So eine hohle Leere. Ja? Das brauchen wir nicht. Okay, also vielen Dank nochmal. Ja? Okay. Magdalena. Könnt ihr mich hören? Und sehen. Ja, gut. Ja, als bei der ersten Meditation heute Morgen, wie du eben in die Schau der großen Mutter eintreten und ich kenne das so im Retreat, ist alles super und gut irgendwie und alles weit und offen. Und dann habe ich mich so in meinen Alltag zurückversetzt und mich gefragt, wo könnte das wichtig oder wirksam werden. Und dann kam mir so, dass ich es im Beruflichen total kenne, mich nicht genügend zu fühlen, in Bezug auf bestimmten Bereich. Und da habe ich gemerkt, das ist wirklich, da ist ein totales Ich-Gefühl. Ich genüge nicht. Das ist so eine Bastion, so eine Verhärtung.
und wie ich mich das dann versucht habe anzuwenden, irgendwie in die Schau der großen Mutter einzutreten. Ja. Lieb einerseits, ich konnte so mit körperliche Empfindungen dabei vielleicht ein bisschen auflösen. Dann habe ich mich gefragt, wie ist es, mich ungenügend zu fühlen? Dann habe ich gemerkt, dann sind da die anderen, die können es und hier bin ich, die es nicht kann. Also diese massive Trennung so. Und das wieder in der Schau der großen Mutter, ja, ich bin da so rummeandert. Dann irgendwann habe ich so mir gedacht, ich übergebe das auch an die Dimension, eben alle Erwachten. Mhm. Ja, im Vertrauen, wie das meine Vorrednerin gesprochen hat. Und da kam ein bisschen Bewegung rein. Und meine Frage ist, ja, also ist es der Weg, ich bin da damit und es schmilzt es durch das immer wieder reinspüren und damit sein, schmelze ich das wie ab? Ja. Oder? Das geht auf jeden Fall so. Sag mal, Magdalena, bist du denn bereit, diese Selbstzweifel, diese Zweifel an deiner Grundnatur und Natur hinter dir zu lassen? Also auf jeden Fall ist ganz klar, das ist nur eine Variante, das Berufliche. Das ist eine Variante, kann ich schon sagen, meines Lebens, eines meiner Lebensthemen. Ja. Insofern frage ich es mich auch oder habe ich gemerkt, das ist so ein Ding. Kannst du dich denn öffnen dafür, dass du beruflich kompetent bist? Oder sonst auch okay, ja. Das wäre und sonst auch okay. Und kannst du dann vielleicht den Segen einladen der großen Mutter, in dieser beruflichen Kompetenz und auch sonst okay aufzugehen. Immer wieder. Gar nicht so dran rumstudieren, sondern immer wieder dich öffnen dafür, den Segen einladen und dich daran niederlassen. Das durchströmt dich dann ja. Es wäre ein Leben vielleicht, wo die Zweifel dann nicht mehr so eine große Rolle spielen. Ne, das ist so dieses neue Sein, was sich auftut. Man braucht vielleicht ein bisschen so Mut von dir, eine Bereitschaft, ein bisschen stärker noch. Du bist ja schon inspiriert und jetzt ist die Frage, ob du es wirklich einlädst, dass es sich zeigen kann. Aber ich denke, das passiert jetzt gerade. Und wir gehen noch ein bisschen weiter, alle gemeinsam. Alle gemeinsam gehen wir noch weiter in die große Mutter. Danke. Ja, gut. Dann? Die Frage von der Elke, hast du sie im Chat noch? Oder die Elke war, wie weit das mit der Übersetzung ist? Genau. Also, die Übersetzung, die deutsche Übersetzung, die wir vorliegen haben, ist Teil einer bis schon kompletten Rohübersetzung ins Deutsche des gesamten Mondstrahlentextes. Wir haben mit Judith Debeler, das ist eine Deutsche, die in Nepal Tibetisch unterrichtet, am Rangchen Yeshe Institut. Wir haben mit ihr eine Abmachung gemacht, dass wir diesen Text im Norbu Verlag dann mal als Ganzes herausbringen werden. Und Judith möchte aber, dass ich diese Übersetzung durchschaue. Und deswegen lektoriere ich die Kapitel um Kapitel, immer wenn ich euch unterrichte. Darum gibt es jetzt schon 3 lektorierte Kapitel, die ihr auf der Cloud abrufen könnt. Aber die anderen Kapitel, ich weiß gar nicht, sind es 10 oder so oder 12, irgendwie sowas,
Die anderen Kapitel, die brauchen noch ein paar Jahre, weil ich ja nicht durchgehend dran arbeiten kann und sie übrigens auch nicht. Sie kümmert sich um ihre sehr hilfsbedürftige Mutter gerade im Rheinland. So, das ist der Stand der Dinge. Also ihr habt eine komplette englische Übersetzung, auf die ihr euch beziehen könnt. Damit müsst ihr im Moment arbeiten. Ihr habt die Transkripte von der ganzen Übertragung des Textes, wo ich alles ins Deutsche mündlich übersetzt habe. Damit könnt ihr arbeiten. Aber die Rohfassung der deutschen Übersetzung, die geben wir noch nicht frei, weil das möchten wir nicht, dass die in Umlauf gerät. Ne, ihr kriegt so Kapitelchen für Kapitelchen und irgendwann kommt da vielleicht so ein bisschen beschleunigender Effekt rein, dass wir das Buch sogar noch vor Ende dieses jetzigen Zykluses dann zur Verfügung stellen können. Aber wissen tun wir das auch nicht. So viel dazu. Das ist der Stand der Dinge. Und da gab es doch noch irgendeine Frage, Gab es noch was ich vergessen habe? Nee. Okay. Also ich bin jedenfalls ganz berührt davon, dass ihr alle da seid. Das finde ich ganz, ganz wunderbar. Ach, Tobias, sag mir doch nochmal die anderen Bildschirme. Dazu bin ich heute gar nicht so arg gekommen. Du hast es mir zwar beim Unterrichten so ein bisschen gezeigt. Das ist super, wenn ich da alles in der Leitung sehe. Ganz wunderbar, dass wir so gemeinsam unterwegs sind. Um 3 geht es dann weiter. Ah nee, da gibt es noch eine Widmung, ne? Da gibt es noch eine Kleinigkeit. Mhm. Eine Frage noch. Wie? Noch eine Frage? Wir sind schon über der Zeit. Kannst du sie für heute Abend aufheben? Ja, heute Nachmittag wollte ich sagen. Gut. Sunam de yetam jesem pani tam nene pejanam pam jene Gengana jim palam dompayi sipet sole jova sho Jambe pavun jita kempadang kanto sampun deyande sinde Deda kunjin jesu da lom cheng gewan deda tam jedam tungo Sangye kusong ne benjen lam dan shene menjur dem benjen lam dan Genden mit jedem benjen lam jin jitang o waman lam jum pajo. Wenn es da heißt, dass wir widmen wie mit einer Weisheit von der Manjushris, da wisst ihr jetzt genau, was gemeint ist. Das sind wir ja durchgegangen. Das ist so Prajnaparamita-Weisheit, leere Fülle und so. Ja, genau mit diesem Verständnis widmen wir. Bis bald wieder, bis heute Nachmittag.